Hallo und willkommen beim Ecom Videocast im Juli. Wie geht es euch? Seid ihr schon ordentlich am Schwitzen? Es ist langsam ganz schön warm geworden in Japan, aber es wird noch viel, viel heißer. In Deutschland ist jetzt natürlich auch Sommer und die Leute freuen sich auf ihre Ferien. Ich möchte euch ganz gerne im Season Talk vorstellen, was das Wort Sommerzeit und Winterzeit in Deutschland bedeutet. Das hat eine ganz besondere Bewandtnis auf sich. Und im Culture Talk möchte ich euch gerne mal ein bisschen was über German Soul Food erzählen. Also Leibspeisen der Deutschen, die aber nicht in jedem Reiseführer stehen. Los geht's! Diesen Monat möchte ich euch einmal erklären, warum die Deutschen eigentlich zweimal pro Jahr ihre Uhren umstellen, und zwar um 1 Stunde. Und zwar am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren alle 1 Stunde zurückgedreht und am letzten Sonntag im März werden die Uhren alle 1 Stunde vorgedreht. Das zeige ich euch hier mal gleich in einer Tabelle. Und zwar, wie ihr ja wisst, sind die Tage im Sommer etwas länger und im Winter etwas kürzer. Damit meine ich die Sonnenscheindauer. Im Sommer ist es länger hell als im Winter, weil die Sonne einfach länger scheint und früher aufgeht und früher untergeht. Das ist natürlich in Japan genauso wie in Deutschland, aber trotzdem nicht ganz genauso. Ich zeige euch mal den Unterschied. Und zwar: Es gibt in Deutschland die Winterzeit, das ist die Normalzeit. Und es gibt die Sommerzeit, das ist die Daylight Saving Time. Und zwar ist in Deutschland im Winter, Ende Dezember, der Sonnenaufgang um 8 Uhr und der Sonnenuntergang schon um 16 Uhr. Ich hoffe, ihr könnt das sehen auf dieser Tabelle. Das heißt, es ist am Tag ungefähr 8 Stunden hell. Die Sonne scheint für 8 Stunden. Im Sommer ist das ganz anders. Im Sommer geht nämlich in Deutschland die Sonne schon um 3:30 Uhr auf und sie geht wieder unter erst um 20:30 Uhr. Das heißt, die Sonnenscheindauer im Sommer hat 17 Stunden. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied zum Winter mit nur 8 Stunden. Ja, aber trotzdem, warum verändern denn die Deutschen jetzt die Uhren? Also Winter ist die Normalzeit. Das heißt, eigentlich verändert man die normale Zeit im Sommer, indem man am letzten Sonntag im März die Uhren 1 Stunde vorstellt. Das heißt, an diesem Sonntag ist es dann nachts plötzlich nicht mehr 3:30 Uhr, sondern schon 4:30 Uhr, 1 Stunde später. Und wenn es normalerweise abends 8:30 ist, ist es schon 9:30 Uhr. Warum machen die Deutschen das jetzt eigentlich? Das machen sie eigentlich, um Energie zu sparen. Wenn es nämlich abends länger hell ist, dann können sie das Tageslicht länger benutzen und können Strom sparen, weil sie nicht die Lichter in den Straßen und in den Geschäften so früh benutzen würden. Also können sie viel Geld sparen. Morgens um 3:30 Uhr schlafen alle Deutschen, da brauchen sie noch kein Licht. Und wenn die Sonne um 4:30 Uhr aufgeht, ist das immer noch früh genug. Jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was das manchmal für ein Chaos gibt, wenn man plötzlich alle Uhren umstellen muss. Man muss nämlich auch daran denken und sollte es nicht vergessen. Nämlich, es gibt ja nicht nur Uhren wie eine Armbanduhr, sondern auch die Computeruhr, die Fernsehuhr. Ja, sämtliche technischen Uhren muss man auch umstellen. Das heißt, es passiert natürlich manchmal, dass die Leute zu spät zur Arbeit kommen oder total vergessen, ihre Uhren umzustellen und dann ist großes Chaos am Montagmorgen. Also mein Tipp an euch, wenn ihr mal in dieser Uhrenumstellungszeit nach Deutschland fahrt, seid sehr vorsichtig, dass ihr nicht vergesst, eure Uhren umzustellen, weil ihr sonst vielleicht euer Flugzeug verpasst. Also gebt Acht. Die Leibspeisen der Deutschen, also das Lieblingsessen der Deutschen. Was kann das sein? Ja, sicherlich wisst ihr schon, dass die Deutschen gerne Sauerkraut und Kartoffeln und Käse essen und natürlich auch Wurst. Wusstet ihr, dass es insgesamt 1500 Wurstsorten in Deutschland gibt? Unglaublich, also wirklich ein Wurst- und Würstchenland. Heute möchte ich euch 2 dieser Wurstsorten einmal vorstellen. Und zwar möchte ich anfangen mit
der Currywurst. Die Currywurst wird nicht in jedem Reiseführer erwähnt, deshalb finde ich sie ganz interessant. Sie kommt eigentlich aus Berlin und ja, es ist eigentlich eine Art Junkfood. Man isst die Currywurst meistens an einem Bahnhofskiosk oder in kleinen Straßengeschäften, vielleicht so das Deutsche Damen oder so. Und zwar wird eine Wurst klein geschnitten und dann wird eine Currysoße oder Curryketchup auf diese Soße gemacht und noch mit einem richtigen Currypuder bestreut. Das sieht nicht besonders lecker aus, aber das schmeckt wahnsinnig gut und macht sehr glücklich. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das ist so eher die norddeutsche Wurst, die man im nördlichen Bereich Deutschlands isst. Was man mehr in Süddeutschland isst, ist die Weißwurst. Die habt ihr sicherlich schon einmal gesehen, die ist sehr, sehr berühmt. Eigentlich ist das eine Spezialität aus München. Man kann aber die Weißwurst inzwischen überall in Deutschland essen und sogar in Japan in einigen Supermärkten bekommen. Diese Dose mit Weißwürstchen habe ich zum Beispiel in Japan gekauft. Ja, Weißwurst ist so weiß, weil sie hauptsächlich aus Kalbfleisch besteht und dadurch bekommt sie diese helle Farbe. Und am besten ist es eigentlich, wenn man die Weißwurst ganz klassisch und simpel mit etwas Senf und einer leckeren Laugenbrezel isst. Apropos Brezel, das Thema möchte ich euch natürlich auch vorstellen. Die Deutschen lieben Brezeln. Brezeln sehen so aus. Hier seht ihr mich, wie ich gerade bei meinem letzten Urlaub in Hamburg eine große Brezel gekauft habe, die ich, direkt gegessen habe. Also Brezeln kann man süß oder salzig kaufen. Die meisten Leute essen sie salzig. Und diese besondere Art heißt Laugenbrezel. Das ist die beliebteste Brezelart. Man kann sie direkt essen oder mit Butter oder mit Wurst. Also alle Möglichkeiten. Kann man ausprobieren, wie man sie am liebsten mag. Also holt euch mal eine Brezel. Als letztes möchte ich etwas erwähnen, was eigentlich in gar keinem Reiseführer steht, was aber das eigentliche, wirkliche deutsche Soulfood in den letzten Jahren ist. Das ist nämlich gar nicht die Wurst oder das Sauerkraut oder Kartoffeln, sondern, tada, der Döner. Glaubt ihr, dass der Döner aus Deutschland kommt? Nein, der Döner kommt nämlich eigentlich aus der Türkei. Aber in Deutschland leben so viele Türken, dass irgendwann ein Türke dieses türkische Rezept mit nach Deutschland gebracht hat und seinen eigenen Dönershop eröffnet hat. Inzwischen, man sagt, das war damals in Berlin, aber darüber streiten sich die Deutschen immer, wo der erste Dönerladen geöffnet hat. Döner kauft man meistens auch am Bahnhofskiosk oder in kleinen Geschäften in der Nähe vom Bahnhof. Und vielleicht habt ihr so ein Dönergeschäft auch schon mal in Japan gesehen. Ich habe sogar schon mal in Japan Döner gegessen, aber es ist doch ein großer Unterschied zu dem deutschen Döner, muss man einfach sagen. Beim Döner wird leckeres Fleisch, das ganz toll gewürzt ist, von so einem Grill geschnitten und dann in ein gegrilltes Fladenbrot oder Baguettebrot, das schön warm ist, gefüllt und dann mit leckeren Salatsorten und besonderen Soßen, Tzatziki-Soße, Knoblauchsoße, Kräutersoße zusammengemischt und dann isst man es fast wie einen Burger oder so. Das ist unglaublich lecker und für mich ein absolutes Pflichtprogramm. Wenn ich nach Deutschland in den Urlaub fahre, möchte ich eigentlich immer als erstes einen Döner essen, nicht ein Würstchen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, das nächste Mal nach Deutschland zu fahren, probiert unbedingt den Döner aus und die Currywurst empfehle ich euch ganz doll. Viel Spaß und guten Appetit! Es wird jetzt nach und nach immer heißer und heißer, also müsst ihr unbedingt auf eure Gesundheit aufpassen. Dafür würde ich euch empfehlen, ordentlich Soulfood zu essen. Davon gibt es ja in Japan auch genug und vielleicht findet ihr ja auch ein paar leckere Würstchen im Supermarkt. Also passt gut auf euch auf und lernt fleißig weiter Deutsch, obwohl ihr vielleicht in den Ferien jetzt nicht so viel Lust habt. Aber seid weiter fleißig. Bis zum nächsten Mal.